Hallo, ich bin's wieder mal, Markus. Und heute will das 11. Türchen in unserem Adventskalender geöffnet werden. Gestern fragte ich nach einem Künstler aus Dresden. Er studierte an der Hochschule für Bildende Künste und wurde nach der Wiedervereinigung 1995 Professor für Malerei an eben dieser Hochschule. Nebenbei hat er das Aquarell hinter mir gemalt. Wer die Geschichte der Galerie Döbele kennt, der hat sofort erkannt, es ist Max Uhlig. Wenn ihr mehr über ihn wissen wollt, könnt ihr auf max-uhlig.de reinschauen. Uhligs verwobene Linienschläge wirken organisch, fast wie Algenteppiche. Und mit dem Stichwort Algen komme ich zu einem heißen Buchtipp und zu meiner Frage. Doch erstmal das Buch. Es geht um den Titel Urformen der Sexualität, wie Nathaniel Pringsheim den Algen die Unschuld nahm. Geschrieben wurde es von Andreas Deusch und ist erschienen im GNT Verlag. Erzählt wird die Geschichte des Botanikers Pringsheim. Dank der fortgeschrittenen Mikroskopietechnik konnte er Mitte des 19. Jahrhunderts nachweisen, dass Algen, die vorher als geschlechtslos betrachtet wurden, sich doch geschlechtlich fortpflanzen. In Jena, wo Pringsheim die Professur für Botanik innehatte, wurde 1865 eine ordentliche Professur für einen Zoologen eingerichtet, nach dem ich heute frage. Er hat mit seinem Werk über die Kunstformen in der Natur viele Künstler fasziniert und inspiriert, sei es bewusst oder unbewusst. Wenn ihr den Namen wisst oder über gezielte Schlagwortsuche herausbekommt, dann zeigt es ruhig und schreibt es mir in die Kommentare. Morgen werde ich euch mehr zu dem Jenaer Zoologieprofessor erzählen. Bis dahin, tschüss!